Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Traits from Zero. Liebe Leute, wir müssen sprechen und zwar über zwei Dinge. Einerseits hat das einen Grund, dass ich euch hier heute begrüße, denn das, was uns die liebe Shanshan, hieß sie, glaube ich, in der East Street am Ende der letzten Folge an Auftrag übermittelt hat, das bezieht sich tatsächlich auf einen Aal. Sie hatte uns ja die Art von Fisch beschrieben, die sie benötigt, um ihre Kunden zufriedenzustellen. Sie wollte 5-mal den gleichen Fisch haben. Irgendwas von länglicher Form hat sie erzählt und es ist der Aal. Und den habe ich jetzt hier geangelt. Deswegen begrüße ich euch ja auch. Und ich habe dafür einmal die Novizenrod genutzt und den Earthworm. Ich werde jetzt nicht nochmal angeln, ich will euch das nur zeigen, weil jetzt habe ich dementsprechend wenige. Aber ich habe die jetzt beisammen. Ich musste zweimal neu laden, aber eigentlich kamen die hier, ich sag mal, zu 70-80%. Also das ging schon ganz gut. Ich zeige euch das nur nochmal. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts falsch gemacht, aber 5 Aale haben wir. Das heißt, dann bleibt am Ende keiner über. Aber damit werde ich leben müssen, weil ich habe zu wenig Earthworms, deswegen geht das jetzt halt nicht anders. Und ich muss euch jetzt endlich was aufschlüsseln, was mich die letzten Parts so genervt hat, die ich ja auch dann entsprechend nachbearbeitet habe teilweise. Die Satisfying Carbonara. Warte mal, ich zeige euch die mal. Ne, warte mal, man sollte dafür vielleicht auch ins richtige Menü. Die habe ich jetzt. Hier ist sie. Und ich blende euch jetzt ein, wo ich die genau gefunden habe, denn ich habe euch in den letzten Folgen wahrscheinlich ein bisschen irritiert. Wer das Spiel kennt, der wird sich davon nicht haben irritieren lassen, denn ich bin die ganze Zeit im falschen Haus gewesen und hier seht ihr oder habt gerade gesehen, wo das richtige Haus ist. Es ist nämlich genau das runde Haus daneben, wo man das Rezept bekommt und all die Parts, wo ich jetzt zuletzt versucht hatte, an dieses Rezept ranzukommen. Das hätte ich tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt auch schon haben können. Denn ich musste das Spiel tatsächlich neu laden. Wir hatten ja jetzt hier den, ich weiß gar nicht, war das schon ein Kapitelwechsel? Auf jeden Fall, nee, es war ein Tageswechsel, genau. Und ich glaube, da, wo ich euch beim letzten Mal verabschiedet hatte, da hätte ich die Carbonara nämlich nicht mehr bekommen. Das heißt, das muss, bevor die Leute hier übernachten gehen und der neue Tag anbricht, geholt werden. Deswegen muss ich ein bisschen was nachspielen. Irgendwie so. Auf jeden Fall hoffe ich, dass mir sowas jetzt nicht nochmal passieren wird. Und ja, wir zukünftig ein bisschen koordinierter hier die Liste abarbeiten können. Aber ich bin tatsächlich, das ist nämlich immer so meine größte Befürchtung, wenn ich so grob und sporadisch mir ein paar Notizen mache. Ich bin scheinbar auf einen Guide gestoßen, der das falsch umrissen hatte. Also ich meine, knapp daneben ist auch vorbei. Es hat nicht viel gefehlt, es war halt nur ein Haus weiter und naja, sei es drum. Ich habe die Carbonara jetzt und alles ist gut, würde ich sagen. Und wenn wir das jetzt hier abschließen können, dann erst recht. So, Giftfisch. 5-mal das hier. Oh, these are the long and slender ones we need. These would go great with a rice dish. Wow, you even brought me 5 of them. Is it really okay for me to have these? Yes. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht. Thank you. Now we've got enough ingredients to last the night. You were able to bring our usual fish, so I'm sure our customers will be delighted. Here, I'd like to give you these as a thank you. Tiara Balm, danke. Actually, there's a recipe I want to give you. Are you interested? Ja, das Thema hatten wir gerade. Ganz, ganz lieben Dank. Learn the recipe for fierce tiger fried rice. This is the secret recipe to our delicious fried rice. We plan to make this alongside the fish tonight. I hope you guys use it too. Thank you, we'll gladly accept it. Good luck with tonight, we're rooting for you. Yep, thanks for your help, Oddjobbers. Ja, das hatten wir ja schon. We weren't able to clear up the misunderstanding by the looks of it. Ja, ist ja nicht schlimm. Hauptsache wir haben das Rezept, das ist das Wichtigste. Dafür lassen wir uns dann auch gerne mal als Odd-Jobber betiteln, das ist okay. So, ich bin aber bei den Recipes jetzt nicht mehr so ganz up-to-date. Kibble Salt habe ich genügend. Ich müsste eigentlich mal wieder offscreen eine Session einlegen und das hier demotiviert mich, weil ich von dieser Chitinus Shell ein bisschen was brauche und die wahrscheinlich nur von Gegnern kriege. Ich bin mir unsicher.
Aber bei der Carbonara könnte ich was machen und bei dem, was wir gerade bekommen haben. Naja, muss ich mal gucken. Bin mir nicht sicher, wann ich dazu Zeit und Muße finde. Aber irgendwann kommt wieder aus heiterem Himmel die Nachricht, dass das jetzt abgehakt ist. Be prepared, sage ich nur. So, ich bin jetzt ein bisschen raus, weil heute eine neue Aufnahmesession beginnt. IBC scheint der richtige Weg zu sein. Das hier müssen wir reporten. Was haben wir sonst noch? Special Support Section, Combat Skills, 2 to 3 hours. If you accept come to Trinity. Okay, warte mal, wir haben hier Trinity. Hier wird eine Herb gesucht. Hier müssen wir zum Hospital erste Etage. Und hier ist Dangerous Monster. Das habe ich ja in der Vergangenheit immer zum Schluss gemacht. Ich würde mich als nächstes eigentlich hier kümmern wollen, weil die Salary hier niedriger ausfällt als hier. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das bei den Testaments vielleicht eine etwas größere Aufgabe ist. Mir fällt gerade ein, dass ich wollte in der Bracer Guild noch nachgucken. Genau, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das war nämlich zu den Zeiten, als ich die akribischen Rundgänge immer noch gemacht habe. Das hier ist aber nicht die Guild, die ist hier. Da fand ich das immer ganz interessant, wen man hier so antrifft. I'm sure you guys have heard by now, but Arkansas's newest show is debuting soon and I cannot wait. I had those tickets in my hot little hand seconds after they went on sale. Opening night can't come soon enough. Whoa, lucky. It sure as hell ain't easy to get such early tickets. Are you also a fan of Elias Michel? I think Comrade in Arms would be a better description than fan. Can you see for yourselves? Both she and I have been burdened with such utterly sinful good looks. Oh man. As a devotee of beauty who pursues it in all its forms, of course I feel a kinship with my fellow disciple Elia Platier. Ja, okay. Würde mich mal interessieren, ob sie das genauso bewertet. Oh, is anyone going to say something? You guys know that was a joke, right? Ja, man konnte es erahnen. We all know how amazing Elia is, but I'm expecting great things from that new girl too. You know, the one, that poor dear who is looking at a future full of back problems. Oh, but more than either of them, I'm looking forward to the smoldering duel between the handsome duo Theodore and Eugene. Aha. Kann es sein, dass der ein bisschen bisexual ist oder vielleicht sogar auf Männer steht? Das Herzchen war schon ein bisschen auffällig, aber muss natürlich nichts heißen. So, wen haben wir hier? Oh, den Scott. Wann haben wir den denn zuletzt gesehen? Ist, glaube ich, schon eine Weile her. Have you guys heard about the raids on the Bracer Guild that happened in the Empire about 2 years ago? Wenzel was in the Empire at the time, so he was able to help resolve the conflict. Wenzel ist wahrscheinlich der, der gegenüber sitzt, oder? I do remember hearing about the incident. There was quite the uproar. Many of the guild's branches were all but completely destroyed by a series of terrorist attacks carried out by Jägers. Wow, I can't believe you were involved in solving such a huge case. I suppose I shouldn't be surprised though, seeing the kinds of things you've done here. It was nothing, I was just doing my job. The ones who made a real difference were the high-ranking bracers that came to assist the guild. Their brilliant strategic abilities were key to solving things. My role just happened to be a little more publicly visible, that's all. The Imperial Government's been trying their damnedest, habe ich noch nie gesehen, die Form, to diminish the guild's influence out there ever since that incident. I'm just lucky that the Crossbow branch managed to drag me out of that sticky situation. Actually, forget I said anything. I'm on duty and it's got nothing to do with the job at hand. Ach, ist doch voll okay, dass man sich darüber austauscht, oder? Also ich sehe das nicht als problematisch an. Na gut, so, und da ist Wenzel, wie vermutet. Nee, da unten ist Bracer Wenzel. Hä? More importantly, Scott, have you been able to see your fiancé lately? No, not at all, unfortunately. There's not much I can do considering how busy we both are. At this rate, we probably won't even be able to plan our wedding for some time. I'm going to have to find a way to make it up to her. More importantly, Scott. Okay, hä, aber ich hätte ja schwören können, dass als ich mit ihm gesprochen habe, dass da oben gerade Bracer Scott stand.
Das muss ich mir mal in der Nachbearbeitung angucken. Also, ich bin ja oft verpeilt, aber hier? Weiß ich nicht. Werden wir ja sehen. Oder die haben miteinander gesprochen und der Name hat immer gewechselt und ich habe das einfach nicht gecheckt. Keine Ahnung. Ach, hier sieht man aber eigentlich ganz gut. Genau, die Leute auf Standby, die befinden sich in der Regel immer hier. Estelle und Joshua. Ich will eigentlich... ja, Estelle und Joshua, eigentlich will ich die alle sehen. Ich will auch Arios öfter mal anquatschen, aber der ist jetzt in Remiferia, da kommen wir aktuell nicht hin. Und Tangram Gate, aber da kann ich mit dem Bus hinfahren, wobei ich kann überall mit dem Bus hinfahren. Weiß ich nicht. Man muss hier halt auch immer suchen, ne? Und die Orte sind teilweise gar nicht so klein. Gut, Tangram Gate geht jetzt, aber Mainz ist jetzt halt auch nicht so präzise. Die könnten ja irgendwo auf der Road rumdümpeln. Die könnten aber auch, warte, ich muss gerade kurz überlegen, wo es zu St. Ursula weitergeht. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, wieder, wohin ich muss. Oder die könnten halt irgendwo in der Minenstadt rumlungern und irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben aber auch keine Mission, die uns nach Mainz führt, ne? Warte mal, wenn ich Ursula Road anwähle. Achso, dann bin ich hier. Okay, am Exit. Da wollte ich eigentlich auch hin. Guten Tag, Citizen. The Missus and I are going to visit LaBelle. Times department store's pretty crazy, but I heard the Bose Market is just as crazy. Der Bose Market, den kenne ich noch. Okay, viel Spaß auf jeden Fall. Grüßen mir die alle da, auch wenn mich da keiner mehr kennen wird. I think my husband fell in love with LaBelle when he went to watch the martial arts competition 2 years ago. I think he's been a bad influence on me, cause I can't help but constantly wonder about what kind of place LaBelle is. Whatever, I'm going to enjoy this trip to the best of my ability. Ja, ihr macht das schon. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen und ich glaube auch tun, und zwar in der Stadt, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. So, wir gehen jetzt erstmal zum College. Das stand auch, glaube ich, gar nicht drin. Das stand, glaube ich, auch gar nicht drin, zu wem. Also namentlich, oder? Da war nur von der ersten Etage die Rede. Na gut, wir gucken mal. Hello, hello. Was geht, was geht? Ist Cecilia irgendwo? Guten Tag. The anniversary festival is only a month away. Philia invited me to come along, but I don't know if I can take some time off yet. I hope you can. I'm pumped for it. I'll try, okay? It sounds like Randy invited her and her friends to the festival. Yeah, I sure hope I can take some time off for the festival. Well, if I keep working hard, I'm sure I'll be able to negotiate for a little break. Ich würde es dir vom Herzen gönnen. Ich weiß nicht, ob ich es dir vom Herzen gönnen würde, mit Randy da zusammen hinzugehen, aber hoffentlich kommst du dahin, egal mit wem. So, ich muss jetzt hier nochmal kurz gucken. Das war hier. Dr. Lago ist der Client. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch zu Dr. Lago, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Wir sind schon so lange nicht mehr hier gewesen. Lass mich kurz überlegen. Es gab ja auch einen Aufzug, ne? Bin ich jetzt... Nee, der First Floor, das war doch... First Floor war doch hier Erdgeschoss quasi. Genau, deswegen wird hier angezeigt, dass es da zum Second Floor geht. Okay. Der Dr. Lago. Hier waren auf jeden Fall Doktoren. Bist du Dr. Lago? Nee, du bist der Gailey. Do you remember when those delinquents were brought to the hospital a couple of months ago? A chill ran down my spine the moment I heard about it, just thinking that Keynes might be one of them. And yet, even after all that turmoil, he still chooses to stick with that gang of his. God is above, I wish he would stop giving me so much to worry about. It seems that my son doesn't think too well of me. For years now, work has caused me to be an absentee father. I suppose it's no wonder Keynes doesn't respect me. Keynes ist der Sohn von Gailey. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken kann. Perhaps I'm partially to blame for my son getting wrapped up with those delinquents. Ich weiß gar nicht mehr. War Keynes? Keynes war doch in der Testamentsgruppe, ne? Der war nicht bei den Vipers, glaube ich. Chaleur. Chief Ursuline not only serves as the chief of our department, but also as an associate professor. Still, she usually prefers to hold herself up in her lab researching rather than give lectures. In that sense, she's in a pretty unique position here at St. Ursula.
Chief Ursuline not only serves as the chief of our department, Professor, Lectures. Das ist nichts Neues, das haben wir beim letzten Mal schon über Ursuline gehört. Ach, da ist sie ja schon. There's one particular engineer who I respect above all others. She's Erica Russell, daughter of the famous Professor A. Russell, and she currently works at Liber's ZCF. Despite being in such a male-dominant field, she's claimed her place as a leading authority of orbital technology in Liberl. We may not be in the same position, but as a fellow woman, I strive to achieve the same level of greatness in the medical field. Professor Erica Russell's intelligence and prowess when it comes to orbital technology are even on par with her father's. We may not be in the same position, but as a fellow woman I strive to achieve. Ja, das hat sie gerade schon mal gesagt. Erica Russell. Ich erinnere mich nur noch vage, aber der Name, wie sagt man so schön, rings a bell. Und ja, Familie Russell war durchaus ein Thema in Trades in the Sky. Ach, das wird er sein. Der sitzt hier schon so auffällig alleine in seinem Stübchen. Hello, my friend. Oder auch nicht, weiß nicht, ob du mein Friend bist. Aber was können wir tun? Can I really trust them to come all this way for a request like that? Ja, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt schick uns nicht wieder weg. Perhaps I should have asked the Bracer Guild after all. Warum diese Zweifel? Either way, I don't particularly want to empty my wallet for such a simple errand. Das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du die Stelle ausgeschrieben hast oder den Job. Hard to get a word in edgewise. Excuse me, sir, we're from the Crossbell Police Department, Special Support Section. Oh, you came. Ach, der hat uns noch gar nicht registriert. I've been waiting for you. Come now, take a seat. Da ist aber nur ein Seat und wir sind zu viert. Schnüff. Thanks, but we're all right. Standing's just fine. Das ist nett. Would you mind explaining the details of your support request, Doctor? Yes, of course. My request is simple, really. I need you to retrieve a certain herb that we use in our internal medicine lab. It's called Lupinus Gras. Sadly, it's become something of a rarity these days. Lupinus Gras sagt mir was. Ist das nicht auch ein Thema in Trades in the Sky gewesen oder war das sogar ein Code Steel? Auf jeden Fall habe ich davon schon mal gehört und ich tippe auf Sky, weil das sich irgendwie so weit weg anfühlt. Lupinus, as in the Lupinus River, which flows through Crossbell City's harbor. Could be, so you want us to find the grass ourselves and bring it back here? No, not exactly. All I need is for you to obtain some from the Crossbell Cathedral. They should have a small reserve supply of the herb. Archbishop Eralda has already agreed to my request, so I would like for you to go there as my representative and pick it up. I'd go myself normally, but I'm a bit preoccupied at the moment. I think we can oblige, Dr. Lago. You said Archbishop Eralda of the Crossbell Cathedral? That's him. Thanks for the help. Once you get the Lupinus Gras, please bring it back here straight away. Okay. Also eine reine Botenmission oder werden wir unterwegs aufgehalten und müssen kämpfen? I need you to travel to Crossbell Cathedral and acquire some Lupinus Gras from Archbishop Eralda. Oh, and just so you know, the Archbishop can be quite moody, even more so than me. Be sure to mind your manners around him. Der war voll nett zu uns. Das weiß ich noch beim letzten Mal. Wir wurden nämlich, meine ich, schon mal vor dem gewarnt und dann war ich so positiv überrascht, weil der uns voll positiv zugeredet hat. Keine Ahnung, warum ich das noch weiß, obwohl ich so vergesslich bin, aber boah, ich muss gleich niesen. Hoffentlich bleibt's ruhig. I think I might have caught a cold after sleeping without a blanket on. I left the window open all night too, so I guess that's what I get for exposing myself to the bitter elements. I think I might have caught a cold. Okay, tja, man könnte jetzt eigentlich sagen, selbst schuld. Aber wer kann ihr denn zum Vorwurf machen, dass sie gerne ein bisschen Frischluft hat? Also ich schlafe eigentlich auch so gut wie immer bei offenem Fenster, außer im tiefsten Winter, da kann ich das nicht. Ach nee, warte mal, ich wollte gar nicht mit ihm sprechen, sondern hier nochmal das Ganze nutzen, den guten alten Bus-Service, denn von hier aus kommen wir schneller zur Cathedral. Hier war der Airport. Ich weiß gar nicht mehr,
über welche Route. Doch, ich glaube, das war die Westroute. Warte mal. Übrigens, wegen den Earthworms, ne? Die, ich habe auch gelesen, man findet die auf der East Crossbell Highways von irgendwelchen Gegnern. Ich habe aber vergessen, welche das waren. Irgendwas, was mit B anfängt. Habe ich jetzt keinen Gebrauch von gemacht, weil ich ja noch genügend hatte. Aber... Nee, warte mal. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich muss zur Cathedral. Doch, wenn meine Theorie stimmt, dann wird das hier richtig. Ich wollte mich nämlich gerade zuerst zu West Street hinporten. Nee, das stimmt gar nicht. Was erzähle ich denn? Hä? Okay, warte. Jetzt bin ich verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wo die Cathedral ist. Ach, da oben ist sie. Ja, die ist sogar eingezeichnet. Ja, das ist ja praktisch. Dann habe ich mich von allen Optionen jetzt erstmal schön für die falscheste entschieden. Wobei, nein, das stimmt gar nicht. Von der Residential Area. Das ist für mich auch Westen. Das, Area sage ich schon, District. Hier wird das nämlich sein. Ich wusste, dass man irgendwo nach links laufen muss, um zur Cathedral hinzukommen. Aber laut Map und Kompass ist das hier eher der Norden. Aber dann lag ich nicht ganz so falsch, weil dieses Bild hier hatte ich noch vor Augen. Dass man nach links läuft und dass dann nach oben die Abzweigung kommt. So, dann gucken wir mal, was der Eralda uns so erzählt. Und ob die Warnung notwendig war, die uns da mitgegeben wurde. Ich wette, der benimmt sich jetzt anders uns gegenüber. Welcome to Crossbell Cathedral. What may I ask brings you all here today? You're Archbishop Eralda, correct? We're the special support section of the CPD, here about one of our support requests. Oh, on duty, are we? Yes, sir. We received a request from the doctor in charge of the internal medicine department at St. Ursula Hospital, Dr. Lago. I believe he contacted you about getting a sample of the lupinous grass you have here. Unfortunately, he's very busy back at St. Ursula, so he asked us to retrieve the herbs in his stead. Wait a moment. Lago? You did say Dr. Lago, yes? I did indeed receive a letter from him just the other day, but this is the first I've heard of such a request. There's gotta be some mistake. Oh, there's no mistake. The reason for this is quite simple. I've made it my prerogative to ignore every letter sent by this doctor of yours. What? But why? That's no business of yours. Besides, I already saw upon the goddess to uphold his solemn vow. Hey, Lord, something tells me Dr. Lago didn't exactly give us all the details. Yes, it would appear that they have a rather complicated relationship, but that puts us in kind of a tight spot, doesn't it? Still, we accepted the doctor's request. It's our duty to follow through, no matter how difficult the Archbishop may be. Naja, das sehe ich irgendwie ein bisschen anders, weil also scheinbar gibt es ja hier keine Absprache, wie er uns das in Aussicht gestellt hat. Ich weiß nicht. Excuse me, Archbishop Eralda. What is it? We were informed by Dr. Lago that he intends to use all the herbs for internal medicine research. Considering how renowned St. Ursula is as a medical institution, I'm sure those herbs will go a long way in helping future patients. We don't intend to ask any personal questions about you and the doctor's relationship. However, despite your differences, is it not at all possible for you to let Dr. Lago have some of the lupinous grass? It seems as though you four have misunderstood me. When did I say that I wouldn't hand over the herbs? Stimmt, das hat er so direkt eigentlich nicht gesagt. Er meinte nur, es gab diese Absprache nicht, wie wir das hier umreißen. You will find the lupinous grass in my office, toward the back of the sanctuary and on the left. If you tell Father Renton that you have my permission, he should supply you the grass without any problems. Now, I'd say this conversation has reached its end. Go on, get going. Thank you, sir. Ja, ich finde, das war jetzt okay. Also, ich fand den jetzt nicht hart unfreundlich, auch wenn er das Gespräch so ein bisschen abrupt abgebrochen hat. Well then. Oh, that took less convincing than I was expecting. Did we even actually convince him to do anything in the first place? It sounded like he'd intended to give it to us anyway. I'm
I am still confused about the whole ordeal. Would it not be wise to pick up the lupinous grass before he changes his mind? We definitely should. He said it was the office in the back left, right? Let's hurry over. Machen wir. Also wenn er sich jetzt nochmal anders überlegen würde, dann würde ich es auch scheiße finden. Ich spreche ihn trotzdem nochmal an. Auch wenn es ein bisschen riskant ist. The lupinous grass is stored in my office toward the back of the sanctuary on the left-hand side. Speak to Father Renton when you get there. He will give you what you need. What is it? You still need something from me? No, sir. Lupinous grass stored in my office. Okay. Nö, warum? Also ich meine, die sind auf jeden Fall durch irgendwas scheinbar zerstritten, aber wir wissen ja jetzt nicht, was da genau vorgefallen ist. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Eralda unbedingt der schwierige Part bei den beiden ist. Und wie er es schon sagte, er hat ja nie Nein gesagt. Er hat nur darauf hingewiesen, dass es da ein kleines Problem gibt zwischen den beiden. Wahrscheinlich nicht nur kommunikativer Natur. Oh, how can I help you? This is the office of Archbishop Aralda. You can't simply barge in here. Zu spät. Oh, sorry about that. We're the special support section of the CPD. You see, Lloyd explained that the SSS had Archbishop Aralda's permission to pick up some lupinous grass. Ah, I see. If you already have the Archbishop's approval, then that's fine. Very well. Wait just a minute then. Wir haben nicht mal einen schriftlichen Nachweis. Vielleicht sind wir auch voll die Betrüger und erzählen dir hier was vom, keine Ahnung. Der hat sie nicht mehr. Das Symbol über seinem Kopf hat gerade Bände gesprochen. Ach, doch nicht. Okay, so viel zu meiner Interpretationsgabe. Here, one sample of lupinous grass. Danke. If you've wondered about the name lupinous, is actually from an old word meaning wolf. And this particular herb has a fascinating history. It's said that it was gifted to mankind by the divine wolves a long, long time ago. It could once be found in abundance near Crossbell City, but all the recent development has caused it to become scarce. I think I remember my grandfather telling me the same story when I was little. Really, I never knew about it. That just raises another question. If the grass is so rare, why would Archbishop Aralda just hand it over like this? Can't say I understand it either. I got the vibe that he's not the biggest fan of Dr. Lago. I admit I am at least a little curious about this apparent drama between them. Oh, you're talking about the bad blood between the Archbishop and Lago? It's not really a secret around here. You see, before he was a doctor, Lago was originally studying to be a priest at this very cathedral. Uh-huh. Dr. Lago wanted to work in the church? There's nothing strange about the notion, actually. When it comes to internal medicine, even the most cutting-edge medical science isn't too far off from healing techniques the Septian Church will often study. This is true. The Church is known for its research into medicinal treatments and the like. But why exactly did Dr. Lago leave to join the medical college? Supposedly he was scouted out by the hospital's director at the time. Despite learning everything he knew about general medicine from Archbishop Aralda, he also had a strong ambition to take on the challenge of modern medicine, so he ended up leaving the path of priesthood. The Archbishop tends to be a bit hard-headed, so he's had trouble forgiving Dr. Lago for leaving the path of the clergy. I get that. Lago's move probably felt like a step to the back. Well, stubborn as the Archbishop may be, he knows when it's important to set aside his personal feelings for the greater good. The fact that he allowed you have those herbs is a prime example. Das stimmt. In other words, though he may scowl at the mere mention of Dr. Lago, he at least still has respect for his abilities as a physician. So from what I am hearing, those two do not have a complicated relationship after all. They, in fact, have an obnoxiously complicated relationship. Yeah, isn't that a bit too blunt, Theo? Either way, in the end we got what we came here for. Let's go on and deliver these to Dr. Lago before doing anything else. Das werden wir. Also ich kann beide verstehen, aber ich bin sogar noch ein bisschen auf Seite von Eralda.
So, weil der hat da, keine Ahnung, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre in seine Ausbildung gesteckt und unter der Annahme, dass er hier auch bleibt, also quasi, dass er Zeit und Muße investiert in seine eigenen Leute, in seinen eigenen Nachwuchs, wenn man so will. Und dann haut er einfach ab, nachdem er fertig ausgelernt war. Also ich meine, das ist seine freie Entscheidung, aber ich verstehe auch, dass Eralda das nicht so gut findet. Stubborn as he may seem, the Archbishop is actually a very sensible person when it comes down to it. Beneath the hard-headed front he puts on, I have no doubt he truly recognizes Dr. Lagos ability. Der ist einfach traurig, der hätte ihn einfach gerne hier behalten und irgendwo ist das ja auch ein schönes Kompliment. Ach man, schwierig. Schade, dass das so auseinandergegangen ist. Aber gut, was willst du machen? Wir haben auf jeden Fall, was wir wollten. Und, wo sollte ich jetzt nochmal hin? Warte mal, ich guck mal kurz, ob Eralda noch was Neues sagt. Und dann wahrscheinlich... Achso, ja, wir sollen einfach die Herbs wahrscheinlich abgeben. Ich war gerade kurz abgelenkt durch diese ganze Background-Story. You have the herbs, don't you? Get on with delivering them. Ja, danke. Spätestens jetzt hätte ich gewusst, was zu tun ist. Danke. Ich mag den Eralda. Ich weiß nicht warum. Ich habe generell so ein Faible für Leute, die erstmal von allen schlecht geredet werden, weil dort oftmals, nicht immer, aber oftmals irgendwie ein guter Grund hintersteht und das dann am Ende coole Leute sind, so. So, ja, ich könnte jetzt nach Mainz, aber warte mal, ich gehe jetzt mal hier hin. Das ergibt zwar gerade gar keinen Sinn, aber ich will gucken, ob Randa vielleicht steht. Ich vermisse sie nämlich ein bisschen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir in dem Kapitel irgendwie mehr Input zu ihr bekommen. Wo ist denn hier eine Busstation? Warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier aussieht. Ach, da oben ist das Studio. Ich will einfach nur mal kurz gucken, ohne mich jetzt in Kämpfe reinzuschmeißen, wobei ich darauf eigentlich auch wieder Bock hätte. Aber kommt sicherlich noch. So, ich habe übrigens in der Nachbearbeitung geguckt, ne, dabei, wie heißt es? Achso, das ist nochmal, oh, ist ja noch voll weit weg. Boah, nee, ey, dann ist mir das jetzt gerade zu weit. Ich kann mich dann auch hier nicht rausporten. Ich dachte, weil die Haltestelle, die klang so, als wäre die quasi direkt daneben, aber eine halbe Weltwanderung muss ich dafür jetzt nicht machen. Ich habe das in der Nachbearbeitung nochmal gesehen, als wir da in der Back-Alley bei Imelda waren. Und an diesem Schrank dort standen. Sie hat tatsächlich, also nicht sie hat was Neues gesagt, sondern unsere Gruppe, nachdem wir hier dieses Doll-Studio einmal besucht haben, die haben sich dann nämlich dazu ausgetauscht, ob das eine der Puppen, oder ob das hier Puppen sein könnten, die hier in diesem Studio, in dieser Fabrik, was auch immer, hergestellt worden sind. So, warte, überlegen. Ich bin heute irgendwie hart unkonzentriert. Ich wollte jetzt nach Ursula Road, genau. So, und dann nehmen wir hier nochmal den Bus. Ich hoffe, wir haben ein gutes, günstiges Tagesticket, so viel wie wir heute am Bus fahren sind. Aber dann haben wir die Mission jetzt wahrscheinlich auch gleich abgeschlossen. Wenn das nicht noch ein Nachspiel hat, was wir über deren Beziehung gerade erfahren haben. Denn es scheint ja im Zusammenhang mit der Geschichte eigentlich weniger um den Transport und die Abholung zu gehen, sondern eher um den Konflikt, der zwischen den beiden schwelt. Gucken wir mal, warte mal kurz. Ich wollte nur kurz einen Schluck Kaffee trinken, jetzt aber. Hi, Lago. Oh, back already? Did you get the lupinous grass like I asked? Yes, sir. Would you mind checking that everything's in order? Hand it over, Lupinous Grass. Yes, this is just what I needed. You have my thanks. Now, well, I'm sure the Archbishop told you some stories about me, didn't he? No, nothing in particular. Apparently he did not even open the letter you sent, Doctor. Yeah, I knew it. I never received a reply, so I figured he must have never bothered to read it. So, that whole thing about him agreeing to the deal was a lie. Was a lie. Ich hab das S voll verschluckt. Well, it wasn't easy getting the stuff since we came with no appointment. I truly am sorry about that. It's hard to talk about these sort of things. Due to our strained relationship, I turned to the special support section to go in my stead. That's the truth. One of the priests there filled us in. Despite his stubbornness, I'm almost positive that Archbishop Aralda approves of the path you chose, Dr. Lago. Is that so?
You know, I've always respected him. That much has never changed. Someday when medical care has progressed and become more accessible, I'll meet with him to apologize and thank him for all he's done. Ich glaube, das ist auch bitter notwendig. I think you would really appreciate that, sir. Anyway, you've been a great help to St. Ursula. If I need anything else, I'll give the SSS a call. Anytime, Doctor. Okay, cool. Eigentlich ist das Schönste an dem Missionsabschluss, dass er nochmal auf ihn zugehen will. Und ich wette, in einem anderen Kapitel werden wir das auch sehen, wie die wieder ihren Frieden schließen. I'm in your debt, everyone. Now I have a lecture coming up, so I'm afraid I have to excuse myself. If I need anything else, I'll give the SSS a call. Ja, schreib mir einfach eine WhatsApp, ist schon okay. The days I spent studying under the guidance of the Septuagint Church are irreplaceable. One day I'll go to Archbishop Aralda and thank him for all he's done for me. Ich hoffe, ich bekomme das irgendwie mit. Das würde ich mir nämlich gerne angucken. Das wird bestimmt ein schönes Aufeinandertreffen werden. So, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal 2 Sachen zu reporten. Das werde ich auch machen, bevor wir uns in die nächste Mission stürzen. Vielleicht bekommen wir nämlich eine schöne Belohnung, die uns auch für unseren weiteren Werdegang irgendwie helfen wird. Wir werden sehen. So, einmal wieder zurück. Tut. So, und nett wie ich bin, habe ich wieder ein bisschen abgekürzt, auch wenn es jetzt nicht ultra lange gedauert hat. As always, we appreciate your hard work. Well then, allow me to go over your reports. Ja, dann go mal over. Und gib uns irgendwas Schönes, wenn du fertig bist. You have been promoted. Strike Quartz. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber das finden wir gleich raus. Geld bekommen wir auch ein bisschen. Detective Pay. I'll make sure your bonuses get transferred to you immediately. Thank you and please keep up the good work. Dankeschön, danke. So, hier will ich nur noch mal lesen und hören, dass nichts weiter ist. So, und dann haben wir noch 2 Sachen und werden bei den Testaments beginnen und uns dann um das Monster kümmern. Aber erstmal schauen wir, wofür wir uns jetzt einen abgerackert haben. Wir haben nämlich Strike bekommen. Chance to critically strike plus 10%. Bringt 3 Fire mit, finde ich gar nicht so uninteressant. Die Frage ist nur, was entfernt man im Gegenzug? Das ist gar nicht so leicht. Warte mal, wie sieht es bei ihm aus? Irgendwie will ich nämlich auf all diese Dinge nicht verzichten. Okay, warte mal. Wer hat den höheren Agilitätswert? Den hat Randy. Ich glaube, ich nehme ihm Evade weg. Oh, dann kracht es aber auf 0. Oder sieht das nur so aus? Nee, das sieht nur so aus. Ach so, die plus 5 würden wegfallen. Okay, und die hat er jetzt auch, weil er auch Evade 1 angelegt hat. Okay, dann habe ich es verstanden. Aber der Basiswert, der ist bei Randy halt ein bisschen höher. Und da er sowieso mein Hauptangreifer ist, soll er das mal bekommen. So, ja, ich glaube, das ist da ganz gut aufgehoben. Alles klärchen. So, dann lass uns mal weiterziehen und gucken, was wir als nächstes tun können. Diesmal für die Testaments. Da habe ich jetzt schon wieder... Oh, was macht die denn hier? Hi, Hatina. I've been coming here more regularly to teach Sunday school lessons. Now, if only I could get the children to actually take the time to listen to me. Machst du deine Lessons hier auf dem großen Platz, oder was? Oder wo finden die statt? If you keep talking while running, you're going to run out of breath. Ja, das stimmt. Das kenne ich noch aus dem Sportunterricht von damals. So, ist jetzt die Frage, muss ich jetzt nochmal ins Menü? Ich sollte... Da sitzt jemand. Die saß hier vorher nicht. Ich weiß, wer das ist. Das ist die Dame von Nine Valley. Ich habe ihren Namen vergessen. Ashley, genau. Oh crap, it's morning already, isn't it? Whoops, stayed up drinking the night away again. Is Shingo going to be fine opening the store on her own? Haha, these guys might be total trips, but they make a pretty damn good cocktail. You guys want one? Drinks are on me. Nee, wir sind im Dienst.
Ich finde das ein bisschen befremdlich. Also es ist jetzt nicht so überraschend, dass sie hier hockt, weil wir ja wissen, dass der ganze Laden hier nicht so ganz legal ist. Und die Nähe natürlich zu Trinity, die macht es nur noch wahrscheinlicher. Oh Gott, ey, Jingo tut mir aber schon ein bisschen leid. Kommen wir da jetzt vielleicht runter? Nee. Okay, Jingo, was geht? Erzähl mal. Talk. Those street kids can get so annoying. I'm gonna strangle you all one day, you hear me? Ach du grüne Neune. Warum muss ich gerade an Chucky die Mörderpuppe denken? Pumpe. Chucky die Mörderpumpe. Entschuldigung. Mama's still not back yet. Man, she sure is late today. The health's taken her so long. Tja, ich weiß nicht, ob ich dir darauf antworten will. Wir kennen leider die Antwort und es ist einfach nur traurig. So, warte mal, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass man eventuell hier einen Cast-Quartz sich anlachen kann. Aber aktuell steht der noch nicht zur Auswahl, weil ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem. Bei Ada vielleicht? Ey, ich müsste mich ja mal Chitinus Shell organisieren, aber das steht hier gerade nicht zur Auswahl. Und die Sachen sind natürlich auch interessant. Das müsste ich mir dann... Ach, wobei, nee, so interessant sind die gar nicht. Wenn ich mir da unten die Effekte angucke. Aber irgendwann stand ich doch hier und wollte das haben. Ich weiß gerade nicht mehr warum, aber egal. Ist auch nicht so wichtig. So, was aber wichtig ist, ist zu erfahren, wer eigentlich unser Auftraggeber ist. Abbas! Abbas ist es, bei dem stand ich doch gerade eben schon. Abbas, mein guter oder auch nicht so guter. Ich mag den irgendwie, der ist so creepy auf seine Weise, weil der keinen Mund hat. Und irgendwie so Matrix-mäßig aussieht. Ich weiß nicht, der erinnert mich an den einen Typen aus Matrix, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Oh, you're here. You requested we come, didn't you? It sounds like you want us to train the Testaments. That's a bit of a risky request, don't you think? What makes you so sure that we train a bunch of delinquents anyway? Not only that, but I was expecting to see Wazy's name on the request. Was this all your idea? I believe you've misunderstood the request. Give me a moment, I will explain the details. Irgendwie bin ich heute so leicht am Lallen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und nein, ich habe mir heute keine Drinks gegönnt. It's not particularly complicated. I would like to request a lesson in the art of self-defense for our members. What? You wanna be taught self-defense? The hell? You're planning on using our teachings in your brawls? Again, please do not misunderstand the request. Let us suppose that the Mafia assaults us. When you say the Mafia, are you referring to Ravash or HIER? Is this all related to the increased tensions between them? We've noticed them getting into more fights lately. I've heard they've even engaged in some gunfights. Luckily, it doesn't seem to be frequent. Ich find's immer noch, ich weiß, es nervt vielleicht, ja, aber wir sind die Polizei und wir haben hier eine kriminelle Bande vor uns. Warum tauschen wir uns mit dieser Bande über solche internen Informationen aus? Das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich finde das hart unprofessionell. Auch wenn ich die hier durchaus sympathisch finde. Aber wisst ihr, die sind alle so aufrecht und nehmen ihren Job und ihre Rolle so ernst. Aber das hier beißt sich, finde ich, total damit, mit dieser Gründlichkeit, die sie sonst an den Tag legen. Naja. Precisely. The downtown district also happens to be in the line of fire at times. There's a warehouse district nearby filled with abandoned buildings and empty plots of land that they frequently used for their skirmishes. I'm not pleased with the situation we've been placed in. Thus fueling your desire to learn self-defense, it only makes sense to be cautious given that one of your members was so badly injured in the past. It all makes sense then. I'm glad you catch on quickly. Wazy is typically tasked with giving our members lessons in combat. However, his fighting style is too unique. It requires a flexible body and a strong affinity for it. Hence, why we've come to you, Lloyd Bennings. Ich wollte gerade Lord Bennings sagen. The abilities you've displayed boast defensive prowess while being simple enough to learn.
May I humbly request you once again show our members your skills in a real test of combat. Naturally, I don't expect them to master it in a day. However, having first-hand experience would be good incentive to try picking it up. I'm glad that the request doesn't have any nefarious intentions. Agreed, I take no issues in accepting their request. What are your thoughts, Lloyd? Lesson in self-defense? I wouldn't necessarily call what I do self-defense. Rather, the restraint techniques taught at the police academy. Is that still fine with you? Indeed. Since this is merely for training purposes, I also have no objections toward you bringing your comrades along to battle. Ja, wir accepten, wir wollen die Belohnung haben. That's the only reason. Ja, und ein bisschen mag ich die Testaments auch, ich muss es ja zugeben. Now that we've heard your circumstances, we have no reason to refuse your request. Not only that, but this is a good opportunity for me to brush up my skills. Figures you say that. May have some trouble taking them all on at once, Lloyd. Don't forget you got us to take some of the heat off ya. For sure, I'll be counting on you guys to back me up. It's settled then. Boah, everybody, assemble! Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Paranoia. Ich habe vorher nicht gespeichert. Kann man einfach einen Retry machen, wenn man hier stirbt? Ich weiß das nicht mehr. The Testaments will now engage in a series of practice fights with the SSS. Yes, sir! Testaments Training started. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. The objective is a 4-on-4 battle. Und lass mich raten, ähnlich wie bei Commander Bells wirst du dich wahrscheinlich in der zweiten Runde mit einklinken oder so. The Testaments will fight the special support section with all of their might. Right. Let's see those self-defense techniques you cops are so proud of. In return, we show you the full power of the Testaments. Da ist ja Keynes, der Sohn von, der mit G anfing. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Aber ich weiß auch, dass Keynes der Sohn ist, immerhin. Irgendwas mit, gay. If you don't take this seriously, you'll get beaten to a pulp. Prepare yourselves. Haha, you guys got spunk, I'll give you that. We'll put our skills to the test to see how we can control the tide of battle. We'd better not hold back, or it could hardly be called training. Let's give them everything we've got. Right. Roger. Very well then, let the battle begin. Ey, wie das aussehen muss, wie wir hier voll in der Öffentlichkeit auf dem großen Platz gegen die kämpfen. Ey, die ganzen Anwohner hier werden doch null checken, dass es sich hier um einen Test- oder Trainingskampf handelt. So. Tja, das ist jetzt die Frage. Gehe ich jetzt auf meine S-Breaks? Oder schaffen wir das eventuell auch ohne? Wazy's Associate, cowardly but hides it with an attitude. Okay, warte mal. Sie wird auf jeden Fall... Wir holen ihn mal erstmal. Sie wird auf jeden Fall zaubern hier und nicht normal angreifen. Hat er nicht ihren weiteren Zug irgendwie beschert? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier war, wenn er ins Spiel kommt, aber... Ja, der Schaden ist okayisch. Muss mir halt einfach nur vor Augen führen, dass wir danach problemlos übernachten können und dass alles eigentlich halb so wild ist. So, erstmal werden alle encouraged. Was machen wir mit Ellie? Ellie... Holy Bullet. Oh, sie hat eine so dermaßen kleine Range, dass du mit ihr eigentlich... Oh, gar nichts machen kannst. Das hier ist neu. Attacks with a lightning bullet and a rapid charge. Wollen wir das mal ausprobieren? This craft menu lists combo crafts. These are powerful techniques combining two characters' strengths. Unleash these powerful attacks and target any enemies within range of either character involved. So, geil. Und die kommen sogar alle in diesen Kreis mit rein. So habe ich mir das vorgestellt. Das haben wir vor nicht allzu langer Zeit gelernt. Das wollte ich eh mal ausprobieren. Ich hatte es zu Beginn... wow, okay.
Okay. Ich glaube, Zeit, jetzt brauchen wir dich im Grunde genommen auch nicht mehr. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Oh Mann, also das hat mehr Damage ausgeteilt, als ich dachte. Gut, das sind vermutlich auch nicht die allerstärksten Gegner, die wir hier vor der Nase haben, aber trotzdem. Dann brauche ich mit ihr auch nicht zu zaubern. Kommt, oh schade, ich hätte gehofft, dass Ellie nochmal rankommt, damit sie nochmal mit ihrem, mit ihrer Holy Bullet oder wie das heißt, die CP der Leute nochmal ein bisschen boostet, aber da werden wir wohl noch warten müssen. Na gut, das lief doch okay, würde ich sagen. Phew, I think this is enough. Is everyone okay? You got us good. You're certainly a force to be reckoned with. Tja, how come we couldn't take you down with a relentless assault like that? It's all thanks to the techniques we learned to restrain a target. They're difficult to master but can prove very effective on small groups once you get the hang of them. A detective has to not only protect himself but also those around him. We undergo extensive training to stay calm no matter the level of stress. You'd all do well to train how to protect yourselves too. Yeah, I suppose the cops aren't all talk. Let that be a lesson learned for us. We may have been defeated this time, but I feel like I can take them on next time. Echt geil, wie wir eine kriminelle Bande immer stärker machen und wahrscheinlich sind sie am Ende stärker als wir und dann überrennen die uns. Glückwunsch. All it took was a bit of roughhousing to get them to cozy up to us. We could have maybe gone a bit easier on them though. Oh well, it will be a good learning experience for them. I do not suspect there will be any problems based on their demeanor. Bullshit. Oh, jetzt kommt der eigentliche Kampf. Das war doch schon wieder klar. Oh nein, jetzt sind die schon wieder da. Gar kein Bock auf die. The Saber Vipers? Why did they come here? What's up with you guys? What kind of cops break out into a fight in the middle of the downtown district? Ja, die Frage ist allerdings berechtigt. Those blue bastards look like they got their asses handed to them. Tja, ihr wollt auch nochmal den Arsch versohlt bekommen, ne? Das spüre ich förmlich. What did you just say? You're the last people I want to hear that from. You want a piece of us, we'll take you on, right here, right now. Yeah, cool it. There's something I want to get straight first. Na dann erzähl mal. The hell is the meaning of all this? You called us out here for a fight, didn't you? You wanted to take us on 4 against 4 without our leaders getting involved. I'm used to your holier than thou shtick, was? But now you're fooling around with the damn cops? You've arrived at just the right time. Let us begin the duel between the SSS and the Saber Vipers. Wurden wir jetzt nur dafür missbraucht und zweckentfremdet, um euch jetzt hier zu bespaßen? Oder um die SSS gegen die Vipers aufzuhetzen? Ich bin not amused, wenn das wirklich so ist. Huh? Wait, what? Well, what the hell do you mean by that? Use this opportunity to learn some much needed self-defense techniques. You'll need the training to protect yourselves against the Mafia. Was? Ist er wirklich so fürsorglich, dass er die gegnerische Bande ebenfalls schützen möchte? Ich bin noch ein bisschen skeptisch. What better way to learn is there than to fight? Weiß Wazy davon? So what you're saying is the cops are out here to train us? Get a load of this guy, he's out of his damn mind. How are they gonna train us? Tja, you must be tripping, there's nothing a bunch of useless can teach us. Taking lessons from the stupid shithead squad, nice joke. Let's show them that the Vipers can wipe the floor with some no-good pigs. Es zeigt sich einfach immer wieder, warum ich die Testaments so viel angenehmer finde. Let's kick their asses. I'm gonna beat them into the ground. Na dann mach mal, wie sie alle ihre Messer auspacken, ey. Ist einfach so peinlich. Hold on, this isn't what we had planned. Actually, forget it, they're not going to listen to us.
You sure finding them back to back is a good idea? You got a plan? There's not much we can do other than fight. Ellie, Theo, are you going to be alright? Yes, I'll manage. Seconded, we will go all out if we must. I think we have to if we want to come out on top, so don't hold anything back. Take your places, Special Support Section, Saber Vipers. Let the battle commence. Das ist so, also eigentlich müssten wir, um die Öffentlichkeit jetzt hier nicht zu irritieren, einfach ein Schild aufstellen, wo drauf steht, was hier gerade abgeht. Weil stell dir mal vor, irgendjemand, der das mitbekommt, und das werden ja hier alle mitbekommen, ruft jetzt die Polizei, dann bekommt unser Chef mit, was wir hier treiben. Würde der das gut finden? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Na gut, ihr Lieben, dann werden wir jetzt hier mal wieder einen Part mitten im Kampf beenden und uns beim nächsten Mal genau hier wiederfinden. Ich kann mich nicht vom Fleck rühren, das ist aber auch okay. Und dann hoffen wir, dass wir den Vipers eine Lektion erteilen können, ähnlich wie das vor ein paar Minuten noch bei den Testaments war. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!